Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Genau, ihr seht richtig, der grüne Ork ist wieder am Start und das kann quasi nur eins bedeuten. Wir befinden uns heute mal wieder seit langer Zeit auf W50. Denn ja, hier ist einiges im Gange auf jeden Fall. Die Holzfällerhütte ist im Elevator tatsächlich wirklich gar nicht so verkehrt dabei. Also die letzten Male sind wir ja auch immer so Platz 4 gewesen, den konnten wir gut verteidigen auf jeden Fall. Jetzt hatte sich ja eine Gilde aufgelöst, die davorherige Platz 5 Gilde, und jetzt ist der Abstand zu Platz 5 noch größer geworden. Ja? Was natürlich unser Polster noch größer macht natürlich, ne? Aber was viel interessanter ist der Abstand zur Platz 3 Gilde. Das sieht zwar jetzt hier in der Ehrenhalle jetzt relativ unscheinbar aus und mag vielleicht den Anschein erwecken, dass wir doch relativ stark weit abgeschlagen sind von der Gilde. Ey, es ist grausig mit der Hexe, ne? Wirklich mal, schreibt es mal in die Kommentare, geht es euch genauso mit der Hexe? Es ist wirklich, also man sammelt so viele Items über so viele Tage, Wochen, ja, es kommt einfach nichts. Ich habe das Gefühl, ich kann nur am Hexen-Event verkaufen, ansonsten wird das irgendwie nichts. Naja, aber das erstmal dazu, wenn wir mal in den Elevator reinschauen. Dann sehen wir, dass wir hier auf Platz 4 stehen. Wie gesagt, Platz 5 ist ein bisschen weiter weg, aber auch ja, nicht allzu weit, sag ich mal. Aber was hier viel interessanter ist, ist der Abstand zu Platz 3. Heute hat Knights Husseini wieder ein bisschen mehr aufgeholt, sag ich mal. Allerdings war der Abstand gestern doch schon sehr, sehr knapp gewesen. Und egal, ob wir Platz 3 oder Platz 4 erreichen, das ist auf jeden Fall so oder so ein Riesen-Achievement jetzt schon für die Holzfällerhütte, denn das zeigt mir, dass die Aktivität innerhalb der Gilde sehr krass ist und dass halt eben auch jeder mitzieht irgendwo und ja, die Gilde im Gesamten auch natürlich stärker und stärker wird von Mal zu Mal, denn ja, wir haben nämlich noch ein ganz kleines Ass im Ärmel, also der Abstand verringert sich zwar nur marginal dadurch, aber wir haben leider auch wieder jemanden auswechseln müssen, der inaktiv geworden ist, war jetzt schon 2 Wochen lang in der Gilde hier drin und hatte jetzt hier natürlich dann keinen Mehrwert mehr geboten irgendwo, ne? Und nach wie vor könnt ihr mich auch immer sehr gerne anschreiben, falls ihr auf W50 spielt und vorhabt, bei uns hier anzufangen irgendwann und ungefähr im Leveldurchschnitt seid, wie hier die Gilde ist, dann ja, schreibt mir sehr gerne eine Nachricht und dann können wir schauen, dass wir euch vielleicht auch auf die Warteliste setzen und dann ja, können wir weiteres auf jeden Fall bereden. Ja, wir hatten jetzt hier wieder einen Neuzugang, den Stormhunter haben wir jetzt hier. Da werden die Marken erst innerhalb von 12 Stunden gut geschrieben. Das sind hier zum jetzigen Zeitpunkt auch nochmal 23.000, was den Abstand natürlich nochmal ein bisschen ja, kleiner macht, sag ich mal. Dann fehlen uns nur noch, in Anführungsstrichen, 40k, 41k, um hier gleich zu ziehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt bei diesem Durchlauf die ja, Platz 3 Belegung sehen werden. Allerdings ist das, wie gesagt, eingehend schon erwähnt, gar nicht mal so wild, denn ja, das, was wir hier machen, ist auf jeden Fall schon eine gute Leistung. Ich beobachte von Elevator zu Elevator, dass der Abstand halt zwischen Platz 4 und Platz 3 immer niedriger wird und wir den Jungs und Mädels hier aus der Gilde immer mehr auf die Pelle rücken. Und ja, wenn das so weitergeht, ist es natürlich ein sehr gutes Zeichen für uns, dass wir, also ich erhebe da jetzt keine ja, Statistiken, sage ich mal, dazu. Das ist einfach nur jetzt vom Elevator her ausgesprochen. Kann auch sein, dass wir jetzt einfach nur ein bisschen aktiver am Elevator sind oder mehr reinpilzen. Ich weiß es nicht. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe den Elevator bisher ruhig angehen lassen. Ich habe jetzt im Vergleich zu den letzten Malen jetzt nicht so extrem krass reingepilzt. Ne? Und deswegen, ja, also ist immer noch auf jeden Fall mehr als der Durchschnitt, sag ich mal, aber ja, im Vergleich zum letzten Mal, da bin ich ja richtig ausgerastet hier im Elevator. Das ist bisher zumindest noch nicht passiert.
Je nachdem, mal gucken, wie knapp der Abstand noch wird. Ich werde nochmal eine kleine Rundmail schreiben in der Gilde, dass ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden bin, wie es bisher läuft. Und vielleicht nochmal zumindest daran erinnere, dass die Free-Tickets genutzt werden, weil das ist so die Mindestvoraussetzung, sage ich mal. Wir haben auch ein paar Free-to-Play-Spieler in der Gilde, also wir sind hier keine Try-Hard, Hardcore-Pilzer-Gilde, sondern einfach langzeitambitionierte Spieler, die jeden Tag aktiv sind, sich zu den Kämpfen regelmäßig melden. Und dann ist es auch nicht so schlimm, ob wir Free-to-Play drin haben oder Pay-to-Win, da für uns dann halt wirklich das Langzeitziel dann doch weiter oben liegt als der schnelle Weg nach oben, sag ich mal. Ne? Genau, und deswegen, wenn wir hier so durchscrollen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass hier wirklich extrem gut gearbeitet wird innerhalb der Gilde. Die Abstände sind nicht zu krass zueinander, jeder ist hier gleich auf irgendwo. Es geht relativ regelmäßig nach unten und wir haben hier keinen extrem kranken Abfall von den Punkten her. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass hier jeder so sein Bestes gibt und genau. Und seine Free-Tickets auch jeden Tag nutzt. So, ne? Das ist, wie gesagt, das, was wir halt eben auch so als Anforderungen innerhalb der Gilde haben. Und jetzt werden Meister G und ich dann halt eben auch versuchen, noch ein bisschen die letzten paar Höllenmarkenpunkte rauszukitzeln. Ich gehe von aus, dass in den Platz 1 bis 3 Gilden natürlich deutlich mehr reingeschroomt wird, sag ich mal, als bei uns. Aber wie gesagt, da haben wir halt eben den einen oder anderen, der halt nicht ganz so heftig pilztechnisch unterwegs ist, aber das wird halt auch nicht erwartet. Ich finde halt so ein gleichmäßiges Bild halt deutlich, deutlich schöner, als wenn wir jetzt irgendwie Leute in der Gilde haben, die absolut durchdrehen und dann haben wir Leute, die total inaktiv sind. Dann habe ich lieber so was Gleichmäßiges wie hier auf jeden Fall und bin nach wie vor sehr zufrieden mit der Gilde. Ne? Rückwirkend betrachtet war es auch das, was wir natürlich mit der Holzfällerhütte immer erreichen wollten. Eine tolle Truppe mit Langzeitspielern drin. Klar, haben in der Vergangenheit uns Leute natürlich auch verlassen oder sind inaktiv geworden, haben mit Shakes and Fidget aufgehört. Das kann man nicht vermeiden, das gehört natürlich immer mit dazu. Und deswegen bemüht man sich auch, so gut es geht, die Warteliste immer zu füllen, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Ja, also da komme ich als Gildenleiter dann auch irgendwo manchmal in Bredouille, muss ich sagen, wo wir dann halt eben solche Fälle haben, wie jetzt zum Beispiel, dass 2 Wochen oder so jemand ausfällt und wir nicht direkt einen Ersatz haben, obwohl die Warteliste eigentlich gut gefüllt war. Wir hatten immer so 5 Leute oder so, ich sag mal 3, 4, 5 Leute hatten wir immer so auf der Warteliste, mal mehr, mal weniger und deswegen war das so eine Zeit gewesen, wo ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken drum gemacht habe und dann einfach gedacht habe, wir haben ja noch schön Ersatz in der Warteliste so, ne? Deswegen, dann kam es aber, dass dann irgendwie, 1 oder 2 oder ich glaube 3 Leute jetzt in den letzten Monat oder 2 Monaten uns verlassen haben, weil sie inaktiv waren oder halt aufgehört haben zu spielen. Und dann war es natürlich an der Zeit, auf jeden Fall auf die Warteliste zurückzugreifen. Und wie das aber so ist, die Leute, die auf der Warteliste sind, die sind nicht nur bei uns auf der Warteliste, sondern die sind auch bei anderen Leuten auf der Warteliste. Da schreiben die uns natürlich auch nicht, ne, sondern halten sich wahrscheinlich dann immer die beste Option offen. Und dann kommt es halt eben so zustande, dass man dann auf die Warteliste Leute zurückgreift. Ne, ich schreibe mit den Leuten dann halt auch immer, wir setzen dich jetzt auf die Warteliste und sobald Platz ist, dann schreibe ich dich an und dann ist das auch alles in Sack und Tüten, dann ist das alles in Ordnung. Ne? Und dann sind sie noch irgendwo anders auf der Warteliste und werden dann dort vorgezogen, sind dann halt in besseren Gilden untergekommen als bei uns jetzt zum Beispiel oder sind irgendwo auf der anderen Warteliste und sind dann lieber dort, weil sie dort weiter vorne sind auf der Warteliste als bei uns. Und so werden aus 5 Leuten, die auf der Warteliste sind, nur noch irgendwie 1 oder 2 Leute, die auf der Warteliste sind. Und dann kommt man halt, wie gesagt, in Bredouille, weil W50 ist zwar immer noch ein sehr starker Server, ist auch wirklich einer mit der stärksten Server, aber jeder hat jetzt so, sag ich mal, sein Zuhause gefunden, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie zufrieden die Leute in den Gilden sind, die noch weiter unten spielen, aber ich denke mal, dass ein Großteil sich manifestiert hat hier jetzt mittlerweile auf dem Server.
und ja, wenig Leute nur noch bereit sind, ihre Gilde zu wechseln. Da muss halt eben erst wirklich was Gravierendes passieren, dass die Leute halt eben ja, zu einer anderen Gilde wechseln, und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, wenn die Warteliste mal leer ist. Deswegen versuche ich da eigentlich immer darauf zu achten, wieder neue Leute ranzukriegen. Ja, weil das gar nicht mal so einfach geht, wie man sich das denkt. Ne? Und deswegen ja, ist man da dann teilweise auch in Bredouille natürlich geraten, aber das gehört, denke ich mal, dazu. Und ja, muss auf jeden Fall dann eben auch versucht werden, so schnell wie möglich zu ja, revidieren, denn dass wir 50 aktive Spieler am Start haben. Ne? Deswegen kam das eben halt auch zustande, dass wir jetzt lange Zeit eben auch mit einem weniger gekämpft haben hier in der Holzfällerhütte bei den Höllenmarken jetzt oder beim Elevator insgesamt. Und genau, aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde euch berichten, wie es weitergeht hier auf dem Server, beziehungsweise wir haben ja jetzt noch 4 Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo der Elevator hier noch geöffnet ist. In 4 Tagen und einer Stunde. Das heißt, der schließt um 20 Uhr mal wieder. Ich werde mal gucken, ob wir das vielleicht hinkriegen, das Ganze zu Livestreamen und quasi das Finale sozusagen zu übertragen. Ob wir es schaffen, auf Platz 3 zu landen oder vielleicht diesmal noch Platz 4 uns einheimsen. Aber wie gesagt, so oder so bin ich sehr stolz auf die Gilde. Schöne Grüße an jeden Einzelnen, der das hier sehen sollte, auf jeden Fall. Schön, dass ihr hier am Start seid. Ich freue mich über jeden, der hier in der Gilde ist und seinen Teil dazu beiträgt, dass wir hier in dieser festen Gemeinschaft dann doch uns auf W50 gut etablieren konnten. Ja. Freunde, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.